Paddelfreunde, heute melde ich mich vom Neckar. Ja, das war eine ganz spontane Idee, den zu befahren, weil eigentlich wollte ich die obere Donau fahren, da in der Felslandschaft. Aber das Schicksal hat zugeschlagen und der Pegel war um 2 Zentimeter zu klein. Ja, aber sei es wie es sei, heute geht es auf den Neckar. Das war eine ganz spontane Handlung, ich bin null vorbereitet. Mal sehen, was dabei rauskommt. Viel Spaß beim Zugucken. Ich beginne meine Tour in Horb am Neckar und da im Ortsteil Mühlen, direkt an dem Wehr. Dort ist einfach günstig zu starten, weil man hat einen S-Bahnhof und mit einem kleinen Park-and-Ride-Parkplatz 10 Meter entfernt, um da das Auto abzustellen, und hinter der Schranke ist gleich der Abstieg zu dem Wehr, wo man einsetzen kann. Ich bin noch gar nicht richtig drin und schon geht es hier flott zur Sache. Erstmal reinsetzen. Und schon nach den ersten Metern, die ich gepaddelt bin, habe ich die Entscheidung, hier auf dem Neckar auszuweichen, überhaupt nicht bereut. Also die Natur, die war wirklich super schön und atemberaubend mit dem klaren Wasser, die Kiesbänke, das Grün, die Sonne tat noch ihr Übriges und die Vögel, die wirklich sehr scheu waren und zeitig genug weggeflogen sind. Also richtig schön. Der Pegel in Horb war an diesem Tag 42 Zentimeter. Das ist nicht gerade üppig. An manchen Stellen musste man wirklich genau gucken, wo ist die Fahrrinne. Und gerade hinter den Wehren wurde es dann schon ziemlich knapp mit dem Wasser. Aber die Befahrung war komplett erlaubt und es waren auch ein paar Verleihboote unterwegs gewesen. Also alles okay gewesen. Wie gesagt, ich musste mich ja sehr schnell umentscheiden und habe dann das Netz verzweifelt nach Möglichkeiten zum Paddeln durchsucht und bin auf das Video vom Tobo gestoßen, wo er diesen Teil des Neckars eben schon gepaddelt ist. Vielen Dank dafür. Und ich habe mich aber entschlossen, mein Video auch hochzuladen, obwohl das dieselbe Strecke ist, aber die Bedingungen sind sowas von unterschiedlich, dass sich das sicherlich lohnt für euch. Und zwar hatte er einen richtig irren Pegel gehabt und deswegen war die Tour ein vollkommen anderer Charakter wie das, was ich hier jetzt zeigen werde. Ja, hier macht sich schon der Rückstau von dem Wehr Mühlen-Säge bemerkbar. Und wenn ihr an das Wehr rankommt, dann solltet ihr unbedingt rechts vor dem Fischkanal ausbooten. Ich habe nicht wie ich hier, ich musste dann eben noch den Fischkanal überwinden. Das war also ziemlich dämlich. Ja gut, aber letztendlich konnte man das auch hinkriegen. Ich habe dann das Boot über die Wiese gezogen und ein Stück unterhalb
des Wehrs dann wieder eingesetzt. Da am Wehr ja Wasser in den Kraftwerkskanal geleitet wird, fehlt hier natürlich eine ganze Menge Wasser, aber ich konnte so überall durchrutschen. Ich bin ein paar Mal hängen geblieben, aber ich musste nicht aus dem Boot aussteigen, um zu treideln. Ich bin also überall noch so ein bisschen durchgerutscht. Ja, und da, wo ich eben komplett aufgesessen bin, dann habe ich meine Doppelschub-Starktechnik angewendet, um eben diese ganz flachen Passagen zu überwinden. Nachdem dann nach ein paar Metern der Mühlkanal von links einmündet, hat man dann auch wieder genug Wasser und kann wieder vernünftig weiter paddeln. Wobei man aber auch im weiteren Verlauf eben den Fluss ein bisschen lesen muss und gucken muss, wo komme ich durch, wo sind die tiefen Stellen, wo wird es richtig flach, wie muss ich fahren. Also das ist auf alle Fälle ein interessantes Paddeln, wo man auch nicht abschalten kann. Mit anderen Worten, bei diesem niedrigen Pegel eben wirklich nicht langweilig. Das Wasser ist auch oft tiefer, als man hier vermuten würde, weil die Wasserqualität wirklich sehr sauber und klar ist. Also das täuscht ein bisschen hier auf diesen Bildern. Weit sichtbar taucht dann auch die riesige Autobahnbrücke der A81 auf, wo man da drunter durchfährt. Das ist schon ein ziemlich beeindruckendes Bauwerk. Richtig schön, dass das so gutes Wetter ist. Die letzten Tage war es sehr unbeständig und hat immer wieder geregnet. Gut, ist natürlich für uns Paddler auch gut, dass der Pegel eben steigt, wenn es regnet. Ich bin jedenfalls zufrieden. Wie gesagt, ich bin hier vollkommen unvorbereitet auf diesen Fluss gegangen und weiß gar nicht, ob es hier richtig einen Mindestpegel gibt. Ich habe nur bei der Kanua-App eben geguckt, ob irgendwelche Paragraphenzeichen sind und da irgendwelche Beschränkungen rauszulesen. Aber da konnte ich nichts finden. Oh, ein Eisvogel. Die war weg. Ja, habe ich jetzt nicht auf der Kamera, weil sie andersrum war. Dann kommt auch schon das Wehr von Eyach. Ich habe das hier ein bisschen ungeschickt gefilmt, weil sich die Kamera nach oben verschoben hatte. Da muss man an der Mauer zwischen dem Wehr und dem links davon befindlichen Mühlkanal aussteigen. Da hat man auch einen schönen Metallgriff, wo man sich festhalten kann. Und dann geht der Weg auch schon runter, wo man wieder einsetzen kann. Das ist bei den Pegel überhaupt kein Problem, aber ich könnte mir vorstellen, dass wenn da richtig Wasserstand ist und richtige Strömungen sind, dass man da ganz schön zu tun hat, das Boot da genau anzulegen. Und hier ist die Einsatzstelle.
fette Libelle. Wie zu erwarten kam hinter dem Wehr wieder eine Strecke mit relativ flachem Wasser, aber die war wirklich nicht lang, weil danach merkte man schon den Rückstau vom nächsten Wehr in Börstingen. Auf keinen Fall sollte man hier an diesem Wehr geradeaus einfach weiterfahren, sondern hinter der Fischtreppe ungefähr noch 20 Meter kommt eine Unterbrechung in der Wehrkrone, wo man dann eigentlich sehr komfortabel drüber rutschen kann. Das klappt also, wie man hier sieht, auch bei sehr wenig Wasser. Ich war ja an diesem Tag sehr zeitig aufgestanden, eben erst zur Donau, dann die Fahrerei und so weiter und war da ein bisschen müde und habe dann hier an dieser Stelle auf dem Kiesbett mit dem rauschenden Wasser und den Zwitschern der Vögel da ein kleines, erholsames Nickerchen gemacht. Ja, hier an der Brücke von Börstingen, da war so richtig wenig Wasser. Da musste ich auch kurz mal aussteigen und das Boot über die Flachstelle ziehen. Ja, durch den Kraftwerkskanal wird eben jede Menge Wasser vom Neckar abgezweigt. Aber nach ein paar hundert Metern kam der Kraftwerkskanal wieder dazu und dann ging es wieder mit normalem Wasserstand weiter. Aber das war jetzt erstmal das vorerst letzte Wehr, denn nun kommt eine Strecke, wo man ungefähr 10 Kilometer komplett ohne Störungen paddeln kann. Das liegt vor allem daran, dass man dieses Wehr, was sich unterhalb von Schloss Weitenburg befand, dass das entweder zurückgebaut wurde oder es ist einfach verfallen. Und man hat dann in den Fluss so ein paar Buhnen rechts und links reingetrieben, um die Fließgeschwindigkeit ein bisschen zu minimieren und die Erosion einzudämmen. Ja, aber so als richtige Renaturierungsmaßnahme würde ich das nicht bewerten. Dazu ist es einfach zu wenig. Ja, auf dieses eben erwähnte Schloss Weitenburg hat man einen richtig schönen Blick, wenn man den Neckar runterpaddelt. Ja, für alle anderen, die das nötige Kleingeld haben, ja, die können sich da auch einmieten oder eine Hochzeit feiern oder andere Dinge tun. Für alle anderen, ja, ein Restaurantbesuch dort lohnt sich sicherlich allemal. Ja, da an der Fußgängerbrücke ist übrigens ein Schild: Vorsicht, fliegende Golfbälle. Da würde mich mal interessieren, wie viele Paddler da schon von umherfliegenden Golfbällen vom Golfplatz wirklich getroffen wurden. Die nächsten Kilometer gibt es also immer wieder Passagen mit richtig schön knackiger Strömung, im Wechsel mit etwas ruhigeren Teilen und dazu eben immer diese richtig schöne grüne Natur. Also es hat richtig Spaß gemacht, da zu fahren.
In a world that keeps on turning, where hearts may often stray, there's a light that shines so brightly, guiding us each day. It's the strength we hold within, the bond that keeps us bound. True love never lets you down, it's a love profound. True love never lets you down, it stands the test of time, in every heartbeat, in every rhyme. Through the storms and the trials, it's always around. True love never lets you down, it's the truth we found. When the nights grow colder and the road seems long, love will be the anchor that keeps us going strong. In the whispers of the night and the warmth of the day, true love never lets you down, it's here to stay. True love never lets you down, it stands the test of time, in every heartbeat, in every rhyme. Through the storms and the trials, it's always around. True love never lets you down, it's the truth we found. When the laughter and the tears, in the joy and the pain, love will be the constant through sunshine and rain. It's the promise that we keep when everything's amiss. True love never lets you down, it's a gentle kiss. True love never lets you down, it stands the test of time, in every heartbeat, in every rhyme. Through the storms and the trials, it's always around. True love never lets you down, it's the truth we found. So hold on to the love that makes us whole. It's the fire in our hearts, the beauty of our souls. True love never lets you down, in every way. It's the light that shines, guiding us each day. Ja, die 10 Kilometer bis Bad Niedernau, die gingen so schnell vorbei, das merkte man gar nicht durch die flotte Strömung. Ja, im kommenden Wehrrückstau kam dann auch so eine Schwanenfamilie, wo der Papa aber so gar keine Lust auf mich hatte. Ist okay, ich gehe nicht an deine Jungen. Der war schon ganz schön auf Krawall gebürstet. Dann am Wehr in Bad Niedernau, da sollte man der Beschilderung folgen und ganz links lässt sich das Wehr eigentlich ohne Probleme leicht überheben. Diese Beschilderung, die stammt von dem örtlichen Kanuverleiher. Ja, hier die Mädchen sind mit dem auch unterwegs gewesen. Und nach dem Wehr ist wieder dasselbe Bild, dass zu wenig Wasser drin ist. Und ja, da musste ich auch wirklich ein paar Meter das Boot treideln, bevor ich ein tieferes Wasser wieder einsetzen konnte. Ja, diese Wasserknappheit, die dauert aber wirklich nur ein paar Meter. Sobald sich alle Arme da hinter dem Wehr wieder vereinigt haben, da ist wirklich mehr als genug Wasser drin und
Man merkt sogar den Rückstau von dem nächsten Wehr, was gar nicht mehr lange auf sich warten lässt. Wenn man rechts und links schaut, fährt man an diesen für diese Region typischen Muschelkalkfelsen vorbei. Wenn man das Wehr Bronnmühle erreicht, da sollte man eben schon zeitig hier links auf dieser Wiese ausboten. Ich bin ein bisschen weiter gefahren und habe gedacht, ich kann da hinten an der Mauer raus, aber dahinter geht es wirklich 2,50 Meter in die Tiefe zur Straße runter. Also es geht überhaupt nicht da rauszusteigen, sondern man muss wirklich zurück auf diese Wiese da. Das ist die einzige Möglichkeit, da vernünftig rauszukommen. Ja, und hier muss ich das erste Mal den Bootswagen bemühen, weil man hat da eine 200 Meter lange Strecke zum Umtragen, die Straße lang. Aber man kann den Einstieg nicht verpassen, weil das ist eine wunderschöne Treppe, die da runter zum Fluss wieder geht. Auch nach dem ziemlich großen Wehr ist der Neckar komplett noch weiter angestaut durch das Wehr in Rottendorf, das Wehr Bolzmühle. Also man merkt da kaum einen Unterschied zwischen vor dem Wehr und nach dem Wehr. Ich bin dann durch die fast komplette Innenstadt von Rottenburg gepaddelt, weil ich mich entschlossen hatte, erst hinten in diesem Stadtpark oder Erholungspark oder was auch immer da auszusteigen. Einfach deswegen, weil dort eben ideale Bedingungen sind, das Boot zu trocknen und zu verpacken. Das kann ich ja schlecht da vor den Augen der, die da im Café sitzen, tun. Und außerdem ist der Weg zum Bahnhof von dort auch recht kurz. Ja, der freundliche Angelkollege, der hat da mal kurz seine Rute reingeholt, damit ich da aussteigen konnte. Das war sehr freundlich. Und dort in dem Park habe ich dann auch das Boot zerlegt, bin zur Bahn und wieder zurück zum Startpunkt gefahren. Damit bin ich auch am Ende mit meiner Tour auf dem Neckar. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin auf meiner nächsten Tour. Ciao!